Wir jagen Koala. Koala ist ein Schutztier in Deutschland, aber uns ist egal, das ist Hauptsache. Wir essen alle. Man ist ein anderer Mensch, wenn man zurückkommt. Ich habe einiges schon verloren von meiner Kultur. Ich habe gelernt, auf zwei Beinen zu stehen und so. Ein Iraner, der Maschinenbau studiert. Was willst du denn bauen später? Was willst du machen, ne? Das wird nicht gut ändern. Warum um 18 Uhr sollte schon das Abendbrot gegeben werden? Um 18 Uhr habe ich überhaupt keine Lust zu essen. Deutsche Pünktlichkeit, das kennt die Welt. Termintreue und Pünktlichkeit trifft nicht Deutsche Bahn zu. 2006 haben Deutschland gegen Italien gespielt, 2-0 für Italien. Ich habe geweint, obwohl ich nicht Deutscher bin. Wenn man den Fußballverein liebt, dann liebt man die Menschen und die Kultur und alles. Sachsen-Anhalt und Sachsen ist mein Lieblingsbundesland in Deutschland. Ja. Wenn mehr Austausch zwischen den Kulturen stattfinden würde, das würde auch einiges am politischen Klima verbessern, das wir momentan haben. Ich würde sagen, für mich sind das Wichtigste in einem Land, wenn ich da bin, immer irgendwie so die Menschen und das Feeling, das da so vorherrscht. Und Mexiko war dahingehend halt einfach ziemlich geil. Bei den Comida Caseras, wo man gegessen hat, hat man irgendwie, wenn man öfters da war, kannte man sich halt, weil man war halt der Gringo, halt der Nicht-Mexikaner, der da hinkam. Hat den Kiddies irgendwie beim Hausaufgaben machen geholfen, während die Eltern einem das Essen gekocht haben. Ich hatte so einen kleinen Abarotte, nennt er sich. Das ist so eine Art Kiosk wie hier in Deutschland, nur dass der alles Mögliche verkauft. Und da ist man halt einfach hin, hat was gekauft, hat sich zum Teil eine halbe Stunde mit dem Verkäufer noch übers Leben unterhalten. Irgendwie andere Leute, die was kaufen wollten, waren dahinter, haben entweder mitgequatscht oder schnell bezahlt und sind raus, wenn sie es eilig hatten. Und war so ein super herzliches Ding. Die Iraner, die gehen sehr höflich miteinander um. Wenn man jemanden zum Besuchen geht oder sowas, man sagt ja aus Höflichkeit, ihr seid wie Blumen in unseres Haus. Man denkt ja auch nicht mehr über Bedeutung nach. Man sagt das ja einfach, ich bin deine Diener, ich bin dein Opfer, ich würde alles für dich machen, trete auf meine Augen. Diese Art Bodenständigkeit, diese Art Höflichkeit, das ist wirklich krass. Die Türken sind so, also wenn die auf der Straße einen Ausländer sehen, dann gehen die plötzlich hin und dann versuchen die mit diesen Person einfach so sprechen. Obwohl sie diese Person nicht kennen, trotzdem nehmen die sie mit oder diese Person mit und dann zeigen die, wo was ist. Also da gibt es zum Beispiel Kirche und dies und das. Die machen ein halt kurz Istanbul-Tour, sagen wir mal. Mein Arbeitskollege, der war einmal in Antalya in Südtürkei. Der kannte sich nicht so richtig aus, also der wollte kurz nach Alanya gehen. Der wusste nicht, wie man hingehen kann. Ein Türke ist so plötzlich zu ihm gekommen, ihm erklärt, wie er hingehen kann. Und dann sogar ist er auch ins Auto eingestiegen und dann mit ihm einfach so bis Alanya gefahren. Also das fand ich so krass eigentlich. So gastfreundlich sind wir halt in der Türkei. Es ist für mich immer noch schwierig, Kontakte mit deutschen Menschen zu verknüpfen. Es gibt immer große Distanz. Ich spüre diese Distanz. Man spürt, dass es ist nicht echte Freundschaft, sondern irgendwie für mich irgendwie komische. Es gibt überall Grenzen. Darüber kann ich reden, darüber nicht. Zum Beispiel meine Tochter, ältere Tochter, sie ist Sportlerin, sie schwimmt und sie schwimmt 5-mal die Woche. Und deswegen 5-mal die Woche müssen wir sie abholen. Viele andere Eltern sammeln sich und warten auf ihre Kinder. Das ist immer gleiche Eltern. Das heißt, wir kennen uns schon lange, aber trotzdem
obwohl wir uns sehr lange kennen, wir reden immer über bestimmten, für mich uninteressanten Themen, über Schwimmen, über Garten, über irgendwelche Kleinigkeiten, unwichtige Sachen und gar keinen echt interessanten Themen, zum Beispiel familiäre Probleme oder etwas, was es wirklich berührt. Ich weiß, dass wenn ich in Russland immer gleiche Mütter treffe, dann irgendwann können wir uns näher kommen und irgendwelche Geheimnisse erzählen und dann außer diesem Treffpunkt uns treffen, miteinander irgendwohin gehen, uns besuchen und so. Wenn ich von Leuten höre, die Deutschen, die sind kalt, die sind zurückhaltend, die helfen nicht, das stimmt nicht immer. Weil ich kann ein gutes Beispiel hier dazu erwähnen, Gerlinde und Hartmut Schaaf. Ich kann sagen, die sind für mich als zweite Familie. Bei der FSJ-Zeit, es hat sich so ergeben, dass ich mich verletzt habe an Finger und ich konnte nichts machen. Ich habe mich krank schreiben lassen, aber ich war, wie gesagt, alleine und ich hatte keine Bekannte oder Freunde dabei, die um mich kümmern können und helfen können. In dieser Zeit, die Leute, die ich kennengelernt habe, die waren für mich als erste Hilfe da. Die haben mich aufgenommen und ich habe fast einen Monat bei denen gewohnt und sie hat sorgfältig um mich gekümmert und das kann ich nie vergessen. Tradition in Kamerun, es kommt darauf an, wo du in Kamerun dich befindest. Zum Beispiel, ich komme aus Westkamerun. Vor der Hochzeit haben wir so ein Feiern. Der Bräutigam mit seiner Familie kommt, er stellt sich vor und das wird gefeiert. Es wird auch gespielt, er muss uns zeigen, ob er das Mädchen richtig kenne. Dann werden einige Mädchen verkleidet mit ihrer Klamotte und dann zugedeckt und muss er einfach von Füßen oder Händen seine Frau erkennen. Wenn Familie gemeint ist, dann die Braut ist nicht da. Dann muss er trotzdem auch so. Entweder muss er kontrollieren und sagen, nee, ich glaube nicht, dass meine Frau da ist. Dann ist es schon mal gut. Aber wenn er auch sowas sagt, obwohl sie tatsächlich da ist, bekommt er auch Schwierigkeiten. Dann muss er bestraft werden. Entweder ist es mit Geld, dann muss er so eine Geldstrafe bezahlen und so. Also das hört sich wie ein Spiel an, aber es ist auch so wichtig und lustig. Das Heiraten, das läuft ja halt so ab, dass sich die Eltern treffen müssen, unbedingt. Und die Eltern entscheiden mit wem ihre Tochter oder ihr Sohn heiraten wird. Und sie machen auch Forschungen über denjenigen. Sie gehen zum Beispiel in ihre Viertel, fragen die Nachbarn. Dann macht man sich auch Gedanken, dass ob dieser Familie zu unserer Familie passt oder nicht. Aus verschiedenen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen, aus ethischen Gründen, aus religiöser Sicht. Aber das hat man voll früher gemacht. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Ich bin ja auch ein bisschen länger weg vom Iran. Aber jetzt hat sich geändert, obwohl wir manche Menschen noch das machen konnten. Und konnte ich auch das machen. Ich sage nicht, dass so, okay, ich widerspreche das. Ich kenne viele Leute, die das gemacht haben, hat das geklappt. Und sie haben Kinder und sie leben zusammen in Frieden und in Liebe sozusagen, ja. Aber wie gesagt, nicht so Foto gucken und sagen, ich will das nicht, ich will die. Nee, das ist doch keine Kartoffel, es ist doch eine Frau. Man muss irgendwie uns kennenlernen, Gemeinsamkeit wissen, Unterschiedlichkeit auch. Und dann, ob das geht oder nicht. Wie heiratet man in meiner Heimat? Wenn ich vielleicht eine Frau kennenlernen möchte, ich muss dann allein dort zu der Familie von der Frau gehen und dann sage ich so, ich will sie heiraten. Wenn sie ja sagt, dann muss ich ein Jahr für sie arbeiten. Ich baue Garten oder gehe ich jagen und dann gibt sie das Essen. Und sammle ich Holz für Feuer und kümmere ich für sie ein Jahr lang. Dann davon kenne ich die Frau. Und dann darf ich sie heiraten. Und dann, wir feiern eine Woche lang. Und das ist nur Tanzen und so viel aus. Das sieht nicht auf, die kommen
Die Familie aus dem 2, 3, 4 Dörfer, weit, die kommen 2, 3 Tage kommen die alle und dann feiern die alle zusammen. Aber ich muss auch für die Frau bezahlen. Zum Beispiel die Frau, die ich heiraten will, die hat 5 Brüder. Muss ich dann 5 Schweine bezahlen. Und plus die Onkel. Wenn sie 5 Onkel haben, muss ich 5 Schweine auch für die Onkel bezahlen. Durch Au-pair-Jahr habe ich die Erfahrung gemacht, wie viele Unterschiede bestehen zwischen armenischer und deutscher Familie. Beispielsweise das 12-jährige Mädchen, als die nach der Schule kam, die hatte schon geplant, okay, hat heute meine Freundin Clara Geburtstag und ich habe im Geschäft Heft oder irgendwas gesehen. Ich habe vor, dieses Heft kaufen. Für dieses Heft brauche ich jetzt Geld. Für dieses Geld muss ich zu meiner Mutter gehen. Dafür muss ich mich gut benehmen. Die hat schon von Anfang an darüber Gedanken gemacht und nach und nach geplant, wie ich mein Ziel erreiche. Ich habe von der Seite das gesehen und für mich hat sich das so erklärt, dass die Leute wirklich in Deutschland seit Kindheit an lernen, planen, lernen, selbstständig zu sein, lernen, ihr Alltag zu organisieren. Und das zeigt sich, dass später die ihr Leben besser organisieren und ihr eigenes Leben starten können. In Russland es ist nicht verboten, das Kind auf dem Po ein bisschen zu schlagen. Ich meine, offiziell ja, das ist auch verboten, aber alle wissen, dass alle das machen. Und das ist nicht etwas Schlimmes. Ja? Und hier, das ist absolutes Verbot. Ich schlage sowieso meine Kinder nicht, das ist für mich auch ganz klar. Ja, schwierig. Aber das ist nicht, weil ich in Deutschland bin. Es ist einfach so, die Kinder sind manchmal so schwierig, so kompliziert, dass ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten, Kinder zu bestrafen hier in Deutschland. Wir haben keinen Fernseher, deswegen diese Bestrafung kann ich nicht machen. Sie gucken sowieso sehr selten was, Netflix. Und Süßigkeiten gebe ich auch nicht oft. Und wie dann, weiß ich nicht. Schwierig. Besonders, was ich immer bekämpft habe, wie die Kinder mit ihren eigenen Eltern reden und so. Also ich hatte ein kleines Mädchen, sie war gerade 3 Jahre alt. Ich hatte eine Szene gesehen, das hat mich wehgetan. Ich habe das Kind so hart habe ich mit ihr geredet, dass ich fast vergessen hatte, dass sie nur 3 Jahre alt war. Das war so, die Mutter musste arbeiten, die Familie besitzt ein Hotel. Wollte sie nicht mit mir bleiben, sie hatte Drama gemacht, wie immer, ich will zu Mama und so. Und dann kommt sie runter und Mama versucht zu erzählen, die Gästeräume waren ganz voll. Und dann versucht sie dann mit ihr zu reden. Steht sie Mitte, volle Leute und hat Schimpfwörter zu ihrer Mutter gesagt. Die Mutter ist ihr fast peinlich, sie hat sich fast unter die Decke versteckt. Und ich saß da, habe ich gesagt, oh, jetzt geht nicht mehr weiter, ich habe genug davon. Vor Leuten möchte ich niemals mehr hören, dass du so mit deiner Mama redest, also jetzt hoch. Sie wollte nicht, ich habe sie einfach getragen und dann ist die Mama auch ganz schnell wieder hochgekommen, um zu sehen, ja, sie sitzt im Zimmer und weint. Habe ich gesagt, wenn sie wieder sich beruhigt, dann kann sie kommen und dann werden wir reden. Sie hat sich bedanken und mir erinnern, dass es noch ein Kind ist. Ich muss es nicht vergessen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber sie ist schon ganz anspruchsvoll und wir müssen schon jetzt die Grenze zeigen. Sonst, ich glaube nicht, dass später noch eine Möglichkeit geben werden. Und dann haben wir immer zusammen zu Hause so mit den Kindern sind wir immer zusammen umgegangen. Sie hatte voll Vertrauen. Sie wusste, dass mit ihren Kindern nichts passieren kann, wenn ich schon da bin. Als wir nach Deutschland gekommen sind, hatten wir nicht viel Geld.
wir hatten und wir haben immer noch im Vergleich zu deutschen Familien ein bisschen niedrige Lebensqualität. Aber meine Kinder natürlich befreundet mit vielen verschiedenen Kindern, mit vielen verschiedenen Lebensniveau und meine Kinder haben immer beobachtet, was andere Kinder haben und wollen Gleiche haben. Zum Beispiel beste Freundin von meiner älteren Tochter ist geritten und meine ältere Tochter sagte mir immer, Mama, ich will reiten, ich will reiten. Und das hat sehr lange gedauert. Jetzt reitet sie endlich, ja, wir können das leisten, aber früher konnten wir das nicht. Und das war schwierig zu erklären, dass wir können das einfach nicht machen. In Deutschland Kinder haben alles, egal welches Lebensniveau sie haben trotzdem alle Fahrräder, alle Roller und viele verschiedene Sachen als Standard. In Russland, das ist oft, dass Kinder haben keine Sachen. Ich meine, kein Fahrrad, keine schicke Kleidung. Und hier, wenn Familie wohnt, dann Hartz IV. Trotzdem, die Kinder, nach meiner Beobachtung, die Kinder haben fast alles. Alles, was sie brauchen und auch nicht brauchen. Eine Geschichte, die ich noch teilen könnte, die war ganz lustig eigentlich. Das war so das gefährlichste Erlebnis, das ich in Mexiko hatte. Da waren wir im Süden Mexikos, hat mein Vater mich besucht 3 Wochen. Wir haben uns irgendwie einen Mietwagen geholt und haben so auf der Yucatan-Halbinsel angefangen und hatten dann irgendwie einen Tag, wo wir von Belize nach San Cristobal de las Casas gefahren sind, was quasi in Zentralmexiko über der guatemaltanischen Grenze ist, diese Stadt, wo wir dahin wollten. Auf dem Rückweg davon wurden wir von so Leuten auf der Straße angehalten mit so Brettern quasi, wo so dicke Nägel drin waren, dass man halt nicht einfach drüber fahren konnte. War so eine Gruppe von so 20, 30 Leuten, die neben dem Auto auf beiden Seiten gestanden haben und auf der Straße das Ganze halt blockiert. Macheten im Anschlag, ja, dann wusste man halt schon, okay, die wollen irgendwas von uns haben, haben wir da halt angehalten, weil es nicht anders ging. Ich war schlecht gelaunt, weil es mitten auf dem Berg war und ich dann wieder mit einem manuellen Getriebe am Berg anfahren musste, habe halt das Fenster runtergemacht, ja, was wollt ihr? Haben die mir so einen offiziellen Wisch in die Hand gedrückt, der irgendwie so ein Zettel war mit Rechtschreibfehlern, aber auf offiziell gemacht, wo es irgendwie hieß, ihr Dorf wäre überfallen worden und die Polizei tut nichts dagegen. Deswegen sammeln sie jetzt Geld, um die Schuldigen zu finden oder sonst was. Und war halt schon ein fester Betrag drauf geschrieben, von 150 Pesos war das. Das waren damals 15 Euro umgerechnet. Aber ich hatte halt nur einen 200-Pesos-Schein. Also habe ich dem 200-Pesos-Schein in die Hand gedrückt und der hat gefragt, ob ich Rückgeld will. Habe ich gesagt, ja, ich will Rückgeld. Und habe dann auch mein Rückgeld bekommen und wir durften dann weiterfahren. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, waren das halt irgendwie so die Familien-Daddys aus den Barrios da in der Umgebung, wo es wirklich schweinearm ist, die morgens ihre Kinder irgendwie 2 Stunden laufen schicken, dass sie in der Stadt Schuhe putzen wird für 30 Cent das Stück und die halt irgendwie mittags da in einem Gebiet stehen, wo es keine andere Möglichkeit gibt, an Geld ranzukommen und halt so irgendwie ihre Familien über die Runden schlagen. Die hatten auch alle keinen Bock, irgendwie dich aus dem Auto zu zerren und mit Macheten zu zerhacken oder so, sondern das waren halt auch einfach nur ganz normale Leute, die so halt ihr Geld irgendwie machen. Wenn man in Mexiko ist, dann schwächt das Auge irgendwie ab für wieder ein armes Kind von der Straße, das einen irgendwie anbettelt, dem man kein Geld geben will, weil dann funktioniert das ganze Prinzip und das Kind geht nicht in die Schule, weil es so süß ist und von den Leuten Geld zugesteckt bekommt. Man hat dann versucht, irgendwie Freundschaftsspender oder so dabei zu haben oder dem Kind irgendwie was anderes zu geben. Wenn man gerade irgendwie einen Drink hat, irgendwie einen Eistee, dann gibt man das halt weiter oder sonst wie. Aber wenn man dann wieder hier in Deutschland ist und so eher akzenthaft diese Armut sieht, so in so einem Meer aus Reichtum, in dem wir eigentlich schwelgen hier,
dann bekommt man auch eher ein Auge wieder dafür und nimmt das eher wieder wahr und hat auch ein stärkeres Ekelgefühl, wenn man dann sowas sieht wie eine Diskussion darüber, ob Deutschland sowas wie die Flüchtlingsbewegung, nenne ich es lieber als eine Flüchtlingskrise, bewältigen kann in einem Land, das so viel Geld hat und in so viel Geld schwimmt und wo es uns so gut geht, dass einem da ab und zu schlecht wird, und wenn man darüber nachdenkt, was da so geredet wird und dass man darüber redet, Leuten die Türen zu verschließen und die Grenzen dicht zu machen, weil man es nicht mehr bezahlen kann, das ist lächerlich, so komplett. Eigentlich bin ich nach Deutschland geflüchtet wegen dem Krieg. Der Krieg hat 2011 angefangen, aber unsere Stadt genau hat 2012 angefangen und wir wollten sagen, nee, wir bleiben in Syrien, besser als wir zum anderen Land gehen. Vielleicht vor dem Krieg kenne ich keine oder gibt es Menschen, aber sind zu wenig vor dem Krieg, die zum Beispiel nach Deutschland oder nach europäischen Ländern, die geflüchtet sind, waren zu wenig. Also wir waren sozusagen mit dem Land so verbunden. Wenn ich in Syrien bleiben würde, muss ich zum Militär gehen, entweder meine Menschen umbringen oder würde ich umgebracht werden. Also habe ich keine andere Alternative. Ich kann weder mit der Regierung oder noch mit der Position halten. Ich habe mir gesagt, nein, ich halte mit den Menschen. Mit den Menschen heißt, das Land zu verlassen. Die schwierigste Situation, die ich nie vergessen würde, wir waren mit dem Boot gefahren nach Griechenland. Das Boot hat irgendwie in eine Mauer angefahren. Die Mauer war sozusagen unter Meer, war unsichtbar. Sie waren 2 Personen, also ein Mann und seine Schwester. Die Schwester war, würde ich schätzen, 9 oder 8 Jahre und hat ihn gefragt, sterben wir jetzt? War die genaue Frage, sterben wir jetzt? Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese Frage mit 9 Jahren alt, sterben wir jetzt? Das war echt eine schwierige Situation, die ich erlebt habe. Und ich wollte einfach dort weinen. Also nicht für mich, also für die kleine Schwester, die kleinen Mädchen, die nichts in diesem Leben gesehen hat. Ihr Bruder auch wusste nicht, was er antworten sollte. Aber Gott sei Dank, dann hat geklappt, also und sind wir weitergefahren. Aber war echt eine schwierige Situation, die ich nie vergessen wollte. Ja. Ich sage meistens, dass ich aus Kenia komme oder aus Jamaika. Ich verhasse gerne Leute. Aber ja, genau, aber ich komme eigentlich aus West-Papua-Neuguinea. Die Inseln sind geschnitten und mein Land gehört zu den indonesischen Bürgern und dann die östlichsten Teil gehört zu den, die haben ein eigenes Land, das ist die Ost-Papua-Neuguinea. Wir sind ein eigenes Volk, unser Volk die nennt als Melanesien. Das ist die Black People im Pazifik-Ozean. Wenn wir dann in die Politik reingehen, dann ist es sozusagen, dass das Land ist geklaut worden. Und wir sind noch gerade unter Kolonie von den Indonesien. Das ist gerade in meiner Heimat, das ist sozusagen Genocide in meiner Heimat. Wir haben so viele Bodenschätze dort. Das ist Quatsch, dass die Indonesien, die dort sind. Das ist sehr Quatsch, die klauen doch unser Land. Die wollen nicht die Menschen dort. Die kommen, wir bringen unsere Bildung dorthin. Das ist Quatsch. Die bringen keine Bildung, die bringen nur Scheiße dorthin. Wir wollen jetzt nur unsere Freiheit. Und die wissen schon das. Aber die Regierung von den Indonesien, wenn die zum Beispiel Papua so, jetzt geh einfach weg. Die haben gar nicht. Und die essen nur, die haben indonesische Küche, es ist Papua. Indonesien ist ein sehr armes Land. Und Papua sozusagen. Deswegen, die sagen, das hat der erste Präsident, der hat schon mal so ein Wort gesagt. Sukarno hat gesagt, wir wollen nur das Land. Wir wollen nicht die Leute. Der jetzige Präsident von Indonesien, der hat ein bisschen was verändert. Zum Beispiel, der hat die Straße gebaut von einem anderen Dorf. Aber das ist ein System, die da bauen, die uns erreichen können. Erstmal, die bauen Straßen und die schicken alle Soldaten dorthin. Da will wir davor Angst haben. Und dann, wenn wir sagen, wir wollen keine Soldaten hier. Und dann, was sagst du, Bang? Du bist dort. Die weißen Leute, die dort Journalisten, die haben keine Chance, in unserem Land reinzukommen.
Frag mal einen Journalisten aus Frankreich oder Journalisten aus USA, die Kanada, die haben keine Chance dort reinzugehen. Die sind rausgeschmissen worden. Papua ist so ganz geschlossen von den Indonesischen. Die wollen nicht, dass außer Welt Leute wissen, dass es West-Papua-Neuguinea gibt. Und das ist ein Land, wo damals schon ein Land war und geklaut worden und jetzt Kolonie von Indonesien. Die wollen das nicht wissen. Es gibt Leute, die, hey, ich will Frieden und so. Die wollen nicht wissen. Deswegen haben die Grenze zugemacht, ganz zu. Wir wollen unsere Freiheit. Aber wir kämpfen noch bis jetzt. Zum Beispiel meine Onkel, die kämpfen mit Rebellen. Es gibt Leute, die kämpfen jetzt mit hier, zum Beispiel ich. Mein Onkel hat mal gesagt, geh nicht dort und bau keine Scheiße, es liegt uns keine Waffe, sondern du baust hier. Und dann kommst du wieder und dann sehen wir uns, was da gibt. Genau.